Viele Vermögende, viele Immobiliensitzer befürchten, dass es irgendwann in Deutschland und in der EU zu Enteignungen kommt. Mit diesem Thema wollen wir uns daher einmal in diesem Video näher befassen. Schon seit etlichen Jahren ist das Thema Enteignungen ein Thema, was die Gemüter stark erhitzt. Viele Vermögende, viele Immobilienbesitzer in Deutschland, Österreich und dem Rest der EU befürchten, dass es irgendwann zu Enteignungen kommt. Hier wird oftmals der Begriff Lastenausgleich verwendet. Jener Vorgang, wo nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Immobilien mit einer Zwangshypothek belastet wurden, de facto eine Enteignung von 50% des Wertes der Immobilie. Diese Hypothek durfte man dann abzahlen im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Aber für viele hat sich das tatsächlich wie eine Enteignung angefühlt. Was könnten die Gründe für eine solche Enteignung sein? Nun, viele sehen die hohen Schulden, die Deutschland macht, sehen die hohen Schulden, die die Europäische Union macht. Viele sehen die hohen Schulden, die die USA machen. Das führt möglicherweise dazu, dass das Finanzsystem irgendwann zusammenbricht. Und um den Sozialstaat dann am Leben zu halten, muss ja das Geld irgendwo herkommen. Da liegt es also nahe, dass man eben ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg beim Lastenausgleich dann auf das Vermögen der Bürger zugreift und eine einmalige oder anderweitige Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer erhebt. Auch andere Dinge wie zum Beispiel die Einführung des digitalen Euro, möglicherweise die Kriegsfinanzierung und andere Maßnahmen bereiten den Menschen Sorgen. Sie haben tatsächlich kein Vertrauen in die Regierung. Hinzu kommt, dass es natürlich immer verdächtige Gesetzesvorhaben gibt. So ist zum Beispiel das Gesetz zum Lastenausgleich ja immer noch vorhanden. Es wurde mehrfach geändert. Man hätte es ja tatsächlich streichen können, wenn man an einem solchen Lastenausgleich politisch nicht mehr interessiert ist. Auch wird ständig gesprochen von Vermögenssteuer, von Vermögensabgabe, von Reichensteuern. Da darf es nicht verwundern, wenn sich dann die Menschen dort tatsächlich zu diesem Thema große Sorge machen. Ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, dass es momentan keinerlei Gesetzesvorhaben zu Enteignungen gibt, dass es auch keine Gesetzesvorhaben zu Vermögensteuern gibt, dass auch kein Vermögensregister seitens der Europäischen Union geplant ist, ebenso keine Reichensteuer, keine Vermögensabgabe. Also diese Maßnahmen sind alle nicht beschlossen und werden auch nicht vorbereitet, wenigstens nicht öffentlich vorbereitet. Was natürlich hintenrücks passiert, das kann keiner wirklich sagen. Aber ich will es an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, du solltest hier auf keinen Fall in Panik geraten, denn Panik hilft niemandem und dir und deinem Vermögen sowieso nicht. Ich stimme natürlich zu, es gibt Säbelrasseln, viel wird darüber gesprochen, über dieses Thema und das ist natürlich auch so eine Masche von vielen Politikern. Man will die Bevölkerung verunsichern, man will hier Drohungen aussprechen, man will eine Drohkulisse aufbauen. Das hat natürlich Konsequenzen. Das führt dann zu einer Angst in der Bevölkerung. Und wenn dann Maßnahmen implementiert werden, die immer noch drakonisch sind, aber weniger drakonisch als die Extremmaßnahmen, mit denen die Politiker vielleicht hier öffentlich und in aller Lautstärke spekuliert haben, dann ist der Bürger froh, dass er nur ein bisschen enteignet wurde und nicht total. Daher dieses laufende Gerede von diesen Maßnahmen, Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Reichensteuer und so weiter und so fort. Man hat es ja erst vor kurzem wieder gehört, vor wenigen Wochen, Lars Klingbeil, er will das Haushaltsloch stopfen über eine Vermögensabgabe. Da darf man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung dann verängstigt ist und sich Sorgen macht. In diesem Video will ich mir vor allen Dingen mit dir anschauen, welche historischen Beispiele es eigentlich für Enteignungen in verschiedenen Ländern gibt, inklusive Deutschland, aber auch USA. Das sollte uns helfen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann solche Enteignungen durch Staaten durchgeführt wurden. Und damit können wir dann auch ein besseres Gespür dafür entwickeln, ob uns sowas droht und wann uns sowas droht. Hier also eine Auswahl von staatlichen Enteignungen in den letzten Jahrhunderten in verschiedenen westlichen Staaten. Wir fangen an mit den Vereinigten Staaten. Während der amerikanischen Revolution, also im späten 18. Jahrhundert, wurde das Vermögen der Loyalisten, also jener, die treu zum englischen König standen, beschlagnahmt. Sie wurden enteignet und das ohne Entschädigung. Diese Personen, diese Wohlhabenden, die Anhänger des britischen Königs waren, sie haben einen Totalverlust erlitten. Im amerikanischen Bürgerkrieg, als die Nordstaaten gegen die Südstaaten gekämpft haben, es ging im Großen und Ganzen um die Sklaverei, um die Ausweitung
der Sklaverei auf die westlichen Gebiete der USA. Der Norden hat dann gewonnen. Man hat dann den Besitz der Konföderierten, also jener Vermögenden aus den Südstaaten, konfisziert und das Ganze ohne Entschädigung. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden in den USA japanischstämmige Amerikaner, also Personen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, die aber japanischstämmig waren, in Konzentrationslager gesperrt in den USA. Japan war ja damals Feind der USA. Diese Amerikaner haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Sie wurden enteignet und das ohne Entschädigung. Eigentlich ein Skandal, denn wie gesagt, es waren Amerikaner. Später gab es dann symbolische Zahlungen und eine Quasi-Wiedergutmachung, aber natürlich die Geschädigten haben nie mehr ihr Vermögen wirklich zurückerhalten. Seit den 1950er, 1970er Jahren schlug Eminent Domain zu. Das gibt es heute noch in den USA. Du weißt vielleicht, dass in dieser Zeit eine unglaubliche Modernisierungswelle über das Land gerauscht ist. Hier hat man sehr viele Autobahnen gebaut, zum Beispiel in New York, die Stadtautobahn, hat man einfach hier geradeaus mit einer Dampfwalze, sage ich mal, die Häuser platt gemacht und diese riesigen Autobahnen gebaut. Viele der Hausbesitzer, der Immobilienbesitzer sind hier enteignet worden, allerdings mit Entschädigung, vielfach aber natürlich diese Entschädigung unter Marktwert. Tatsächlich fühlten sich die Betroffenen enteignet. Das war in den 1950er bis 1970er Jahren. Jetzt wenden wir uns dem Vereinigten Königreich zu. Im 16. Jahrhundert während der Reformation in UK, diese hatte übrigens nichts mit religiösen Motiven zu tun, da ging es einfach dem König darum, die Klöster zu enteignen. Die Reformatoren haben dann diesen Vorgang genutzt, um dann hier auch religiös eine Neuerung einzuführen. Aber es ging schlicht und ergreifend nur darum, die Klöster zu enteignen, weil der König schlicht und ergreifend das Geld gebraucht hat. Also ohne Entschädigung wurden im 16. Jahrhundert in England die Klöster enteignet. Im 16. und 17. Jahrhundert traf es wiederum die Katholiken. Da gab es die irischen Landenteignungen. Katholische Güter wurden ohne Entschädigung durch die Engländer beschlagnahmt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde dann Land, Fabriken und Gebäude beschlagnahmt, um entsprechend den Krieg zu unterstützen, um Waffen zu bauen etc. Das jedenfalls mit Entschädigung, aber oftmals auch nicht mit ausreichender Entschädigung. Auch hier fühlten sich die Betroffenen de facto als enteignet. Kommen wir zu Frankreich. In Frankreich wurden während der Französischen Revolution die Kirchen und der Adel enteignet und das ohne Entschädigung. Nach 1945 wurden dann etliche Betriebe in Frankreich verstaatlicht, Banken, Minen, Autofabriken, zum Beispiel Renault. Hier gab es zum Teil eine geringe Entschädigung. Auch hier fühlten sich die Betroffenen de facto als enteignet. Also kommen wir zu Deutschland. Der erste und gleichzeitig auch der größte gewaltsame Eigentumstransfer in der deutschen Geschichte passierte 1803 im Rahmen der Säkularisation, vorangetrieben durch Napoleon. Die katholische Kirche verlor ihr Eigentum. Es wurde an die Fürsten verteilt. Fast alle geistlichen Fürstentümer, Bistümer und Klöster wurden aufgelöst. Kircheneigentum wurde enteignet. 3 Städte verloren ihre Selbstständigkeit. Der Besitz ging an die weltlichen Fürsten, die für Gebietsverluste westlich des Rheins entschädigt werden sollten. 70 geistliche Fürstentümer, 45 Reichsstädte und zahlreiche Abteien wurden enteignet. Hunderte Tausende Hektar Land und Immobilien wechselten den Besitzer. Die katholische Kirche verlor den größten Teil ihres Grundbesitzes in Deutschland. Klöster wurden aufgelöst, Mönche und Nonnen vertrieben. Kunstwerke, Bibliotheken und Kulturgüter wurden entzogen oder zerstreut. Wie gesagt, die weltlichen Fürsten erhielten diese Besitztümer als Ausgleich für die Gebietsverluste an Frankreich. Weiter geht's. Nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, Weimarer Republik. Es gab die Juncker-Landreform. Hier verloren die Adligen dann ihre Güter, zwar mit Entschädigung, aber mit nur sehr geringer Entschädigung, die keinesfalls dem Marktwert entsprach. Während der Nazizeit 1933 bis 1945 natürlich hier Enteignung im großen Stile. Jüdisches Eigentum wurde enteignet ohne Entschädigung. Ostdeutschland nach 1945 Enteignung durch die Sowjets ebenfalls ohne Entschädigung. In Westdeutschland dann gab es teilweise auch Verstaatlichungen von Betrieben, jeweils mit Entschädigung, wenn auch nicht in voller Höhe.
Und dann natürlich hier der Lastenausgleich. Das gilt zwar offiziell nicht als Enteignung, aber eine de facto Enteignung war es, eine Zwangshypothek in Höhe von 50% des Wertes der Immobilie. Deutschland hat also hier eine besonders dunkle Geschichte, wenn es um Enteignungen geht. Kommen wir zu Spanien. Spanischer Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Enteignung sowohl durch die Republikaner, also die Linken, als auch durch Franco, den General jeweils ohne Entschädigung, hat man hier letztlich das Eigentum der feindlichen Partei enteignet. Und dann auch danach, während dem Franco-Regime zwischen 1939 und 1975, wurde ebenfalls der Besitz von Gegnern beschlagnahmt ohne Entschädigung. Kommen wir zu Italien. Risorgimento im 19. Jahrhundert. Kircheneigentum wurde enteignet ohne Entschädigung. Während der Zeit des Faschismus zwischen 1922 und 1943 unter Mussolini wurde das Eigentum von Juden und von Dissidenten enteignet ohne Entschädigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann wiederum eine Landreform im Süden mit Entschädigung, aber meist gering. Kommen wir zu Irland. Auch in Irland gab es Landreformen am Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Anglo-irische Güter wurden aufgelöst. Hier gab es eine Entschädigung. Dafür musste der irische Staat Kredite aufnehmen. Nach der irischen Revolution von 1919 bis 1923 wurde der Besitz von englischen Loyalisten hier beschlagnahmt und das ohne Entschädigung. Kanada und Australien, Erster und Zweiter Weltkrieg, das Eigentum von Feinden, zum Beispiel von Deutschen, wurde beschlagnahmt als feindliches Eigentum. Manchmal gab es Jahrzehnte später Entschädigung, in den meisten Fällen aber nicht. Ebenso wurden auch die Länder von Eingeborenen, von Ureinwohnern entschädigungslos enteignet. Später gab es möglicherweise in manchen Fällen verspätete Zahlungen. Griechenland. Zweiter Weltkrieg und Bürgerkrieg in den 1940er Jahren. Enteignung von Gegnern ohne Entschädigung. Unter der Herrschaft der Militärjunta von 1967 bis 1974 Gegner wurden ebenfalls ohne Entschädigung enteignet. In Portugal während der Nelkenrevolution 1974 Bankenversicherung, Industrie wurde verstaatlicht, zum Großteil ohne Entschädigung. Kommen wir zu Lateinamerika. Mexiko 1910 bis 1920, Haciendas und Kircheneigentum ohne Entschädigung enteignet. Ölverstaatlichung 1938, Enteignung ausländischer Ölgesellschaften mit Entschädigung, aber nur zu einem geringen Wert. In Chile 1970er Jahre Präsident Allende, Verstaatlichung von Minen, Banken, Industrie mit geringer Entschädigung, teilweise später unter Pinochet, aber rückgängig gemacht. So, das war jetzt mal hier eine Übersicht zu Enteignungen in der westlichen Welt der letzten mehreren hundert Jahre. Wie du schon sehen kannst, gab es enorm viele Fälle von Enteignungen. Interessant nun die Frage natürlich, in welchen Ländern es nicht zur Enteignung gekommen ist. Da gibt es tatsächlich sehr wenige Länder. Man muss tatsächlich sagen, dass es in fast allen Ländern zur Enteignung gab, auch in denen, die ich jetzt nicht genannt habe. Als positives Beispiel stechen hier vor allen Dingen die kleinen Länder hervor. Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco. Hier gab es im Grunde genommen nie tatsächliche systematische Enteignungen. Auch in der Schweiz wurden zum Teil die Klöster einmal temporär entmachtet, aber das hat man später wieder korrigiert. Aber de facto in diesen Ländern keine großflächigen Enteignungen. In allen anderen Fällen muss man tatsächlich sagen, dass Enteignungen weit verbreitet waren. Man muss also definitiv eingestehen, dass es zu solchen Enteignungen jederzeit kommen kann, wenn sich die politische Situation verschärft. Wir haben ja einige Beispiele jetzt gehört, wann es zu Enteignungen gekommen ist. Politische Krisen, politische Umstürze, dann religiöse Veränderungen. Gut, das wird jetzt heute nicht mehr so ein großes Thema sein. Aber gerade politische Umstürze, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil erlebt haben, in Italien oder auch in Frankreich, wo man dann im großen Stile Betriebe verstaatlicht hat und wo es de facto zu Enteignungen gab. In Deutschland parallel dazu der Lastenausgleich. Da muss man schon sagen, dass, falls es tatsächlich mal zu solchen großen Verwerfungen kommt, geopolitischer Art, wirtschaftlicher Art, also eine extreme Wirtschaftskrise zum Beispiel, dass der Staat nicht mehr handlungsfähig ist,
dass der Staat die Renten nicht mehr bezahlen kann, dass der Staat die Sozialhilfe nicht mehr bezahlen kann, dann liegen eigentlich solche Gedanken zur Enteignung definitiv nicht fern. Wie gesagt, wir haben jetzt viele Beispiele gesehen, die weniger als 100 Jahre zurück sind. Wir leben in gewisser Weise ja in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg in einer Bubble. Wir leben so in einer Zeit der Seligen und glauben, dass diese Stabilität für alle Zeiten anhält. Aber das wird natürlich garantiert nicht so sein. Wann natürlich das Ganze kippt, das können wir nicht sagen. Wird es dieses Jahr sein, wird es in 10 Jahren sein, wird es in 20 Jahren sein? Wer kann es schon wirklich sagen? Aber wir haben an dieser Liste, die ich da gerade eben vorgetragen habe, zumindest gesehen, dass Enteignungen ein beliebtes Tool sind, der Staaten auf Vermögen zuzugreifen, wenn es opportun ist und wenn der Staat hier knapp bei Kasse ist. Daher, wenn wir uns die Schulden der Staaten anschauen, wenn wir uns anschauen, in welche Richtung sich die Welt bewegt, dann können wir definitiv nicht ausschließen, dass es zu so etwas in den nächsten 10 oder 15 Jahren kommen wird. Vielleicht sogar auch schon früher, wer weiß. Wie gesagt, ich will hier keine Panik verbreiten, das macht sowieso keinen Sinn, aber jeder Vermögende sollte sich tatsächlich natürlich Gedanken dazu machen. Wir sehen ja auch, dass die Beschlagnahmung von Vermögen hauptsächlich lokal war. Das heißt, man hat jeweils das Vermögen immer in dem Land beschlagnahmt, in dem sich dann momentan diese Krise entwickelt hat. Also das heißt, die Deutschen haben in Deutschland beschlagnahmt. Ausländische Immobilien waren ja zum Beispiel nicht vom Lastenausgleich betroffen. Daher natürlich komme ich wieder zu einem Punkt zurück, auf dem ich hier immer wieder rumreite. Und das ist eben die internationale Diversifikation von Vermögen. Ist es wirklich sinnvoll, jetzt 10 Immobilien in Deutschland zu haben? Oder macht es nicht Sinn zu sagen, okay, ich habe 3 Immobilien in Deutschland und 7 Immobilien vielleicht in anderen Ländern? Oder ich brauche vielleicht gar nicht 10 Immobilien, sondern ich habe vielleicht 3 Immobilien und dann habe ich vielleicht noch irgendwo eine Farm. Und dann will ich vielleicht dann auch in verschiedene andere Unternehmen investiert und andere Assetklassen, Krypto oder eben anderes, ja. Also ich würde mich hier nicht darauf verlassen, dass es nie wieder zur Enteignung kommt. Wie gesagt, es geht auch nicht darum, Panik zu machen. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann liegt das oftmals näher, als man denkt. Und wie gesagt, wir hören es jetzt ja schon von vielen Politikern, gerade von Politikern des linken Spektrums, dass man im Grunde genommen hier die Reichen zur Kasse bitten will. Damals, vor hunderten Jahren, hat man nicht anders geredet. Eben über die Klöster, über die Adligen. Heute sind es eben nicht mehr nur Klöster und Adlige, die Geld haben, sondern hier sind es auch rechtschaffene, ganz normale Bürger, die im Schweiße ihres Angesichtes sich ein bescheidenes Vermögen aufgebaut haben, vielleicht eine Immobilie erworben haben, vielleicht ein Aktiendepot aufgebaut haben, vielleicht etwas geerbt haben und hier hart für ihren Wohlstand gekämpft haben. Und ähnlich wie man früher gegen Klöster und Adlige vorgegangen ist, wird man sicherlich sich nicht zieren, wenn es dem Staat opportun erscheint, auch heute an die Vermögenden heranzutreten, wenn es in das aktuelle Feindbild hineinpasst. Und eine Sache muss man natürlich auch sagen, die Steuerbelastung in den Ländern, über die wir jetzt gesprochen haben, die war zu der Zeit, als enteignet wurde, sehr viel geringer, als sie heute ist. In gewisser Weise können wir daher auch die Besteuerung in vielen Ländern, die ganz extreme Höhe von Steuern, über 40%, durchaus auch als Enteignung sehen. Ich will nicht sagen, dass Steuern generell Enteignung sind, denn tatsächlich muss man sagen, dass der Staat ja auch ein Recht hat, hier zum Wohl der Allgemeinheit bestimmte Ausgaben zu tätigen. Da sind auch die Bürger verpflichtet, dazu beizusteuern, keine Frage. Aber in der extremen Form, wie wir es heute sehen, wo ja das Geld vielfach verschwendet wird für völlig sinnlose Projekte, sei es im Bereich der Entwicklungshilfe oder zig anderen Maßnahmen, die wir auch schon in verschiedenen Videos angesprochen haben, da kann man im Grunde genommen auch nur von Enteignung sprechen. Da kann der Staat nicht mit Geld umgehen und klaut sich das Geld im Grunde bei seinen Bürgern, um seine sinnlosen Projekte, seinen riesigen Beamtenapparat, Beamtenpensionen, Sozialstaat etc. zu finanzieren. Also im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, leben wir in einem Zustand der permanenten Enteignung, meiner Meinung nach. Und das sollte man sich schon mal ganz genau überlegen. Wie gesagt, zur Zeit der amerikanischen Revolution hat der englische König 1% an Steuern erhoben in den USA. 1%, und deswegen, weil ihnen das zu viel war, ja, weil ihnen das zu viel war, haben sie die amerikanische Revolution begonnen, die Amerikaner, ja, weil sie sich nicht von dem Engländer unterdrücken lassen wollten. Schau dir mal an, was wir hier so leise weinend alles hinnehmen. Das heißt, tatsächlich müssen wir uns fragen, wird es tatsächlich zu solchen groß angelegten, gewaltsamen Enteignungen kommen, wie ich sie dir jetzt vorgetragen habe? Oder haben sich der Staat einfach und die Eliten hier insgeheim verschworen gegen die Bürger des Landes, insbesondere jene, die sich Vermögen aufbauen konnten, und enteignen diese letztlich hier fortlaufend und permanent? Das heißt möglicherweise, dass für dich der Zeitpunkt, jetzt wirklich was zu unternehmen, vielleicht schon gekommen ist. Denn kann es wirklich noch schlimmer kommen
als es momentan ist. Sicherlich, also wie gesagt, solche gewaltsamen Enteignungen, wie wir sie jetzt gerade eben hier besprochen haben, natürlich, das ist dann nochmal wirklich eine Stufe schlimmer. Aber ich würde sagen, es ist jetzt schon schlimm genug. Es war schlimm genug für mich. Ich bin vor 25 Jahren aus Deutschland weg, habe seither größtenteils nicht mehr in der EU gewohnt und das ist sicherlich einer der Gründe. Ich habe damals nicht mit einer unmittelbaren Enteignung gerechnet. Ich rechne jetzt auch nicht damit. Trotzdem habe ich das Land verlassen, weil ich schon damals letztlich die hohe Besteuerung als eine Form der Enteignung, der Soft Dictatorship, sagen wir es mal so, wahrgenommen habe. Also das mal was zum Nachdenken für dich. Wenn auch du Interesse hast, auszuwandern, einen Plan B etablieren willst und aus dem ganzen System raus willst, dich von der Enteignung befreien willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Umzug ins Ausland, Auswanderung, Plan B, Steueroptimierung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.